Hallo zusammen, mein Name ist Ina und ich zeige euch heute, wie ich dieses Dinkelbrot gemacht habe. Zuerst habe ich Flohsamenschalen mit Wasser, Salz verrührt, 30 Minuten quellen lassen. Das Brot hat eine lange Gehzeit, aber das lohnt sich. Das ist so ein leckeres Brot. Ich mache immer zwei Brote, dann ist der Aufwand aufgeteilt. Genaue Mengenangaben schreibe ich euch unten in die Infobox rein. Dann kommt nochmal so ein Vorteig mit Dinkelmehl, Vollkornmehl, Roggenmehl und Wasser. Das wird auch einmal nur kurz verrührt. Und dann lasse ich es auch an der Seite stehen, solange wie die Flohsamenschalen quellen. Dann kommt da noch frische Hefe rein und dieses Quellstück mit den Flohsamenschalen und dann wird das verknetet. Das sieht erst so ein bisschen trocken aus, aber da kommt kein zusätzliches Wasser mehr rein. Das wird einfach jetzt so gute 10 bis 15 Minuten kneten, je nachdem wie stark eure Maschine ist oder wenn ihr das per Hand knetet. Und dann seht ihr, der Teig ist schön klebrig. Das muss aber so sein, weil der muss ja jetzt nochmal mindestens 24 Stunden gehen. Und dann faltet ihr, also die Hände befeuchten und dann immer zur Mitte von jeder Seite, ne? Viermal und dann einmal umdrehen und dann lassen wir so eine Stunde stehen. Und dann wieder falten und wieder eine Stunde stehen lassen und das dreimal. Und dann kommt das über Nacht in den Kühlschrank. Unser Teig war im Kühlschrank. Ich hatte den 12 Stunden drin. Ihr könnt aber auch 18 Stunden im Kühlschrank. Das kommt jetzt auf die Stunde, kommt es jetzt nicht drauf an. Dann wird der Teig vom Deckel entfernt und dann habe ich es nochmal so in die Mitte gefaltet, wie wir das am Abend vorher gemacht haben. Und dann lasse ich ihn nochmal bei Raumtemperatur gehen, so 1, 2 Stunden, je nachdem wie warm es bei euch ist, dass er schön Raumtemperatur annimmt. Und ihr seht, der Teig klebt jetzt schon gar nicht mehr. Nach den 2 Stunden habe ich den auf die bemehlte Arbeitsfläche gestürzt und halbiert, weil wir ja 2 Brote machen. Ich schreibe euch auch die Mengenangaben für 2 Brote rein. Und dann wird das wieder von allen Seiten immer zur Mitte gefaltet, so ungefähr 10 Mal, bis es sich nicht mehr falten lässt und auf der anderen Seite eine schöne Oberflächenspannung ist. Entweder backt ihr das in einen Gusseisentopf, den müsst ihr dann vorher heizen, also vorheizen, richtig heiß machen, oder ihr backt es in der Steinform, so wie ich, die könnt ihr in die kalte Form reinlegen. Im Römertopf geht das natürlich auch. Und dann nochmal bemehlen und mit Folie abdecken und habe ich nochmal so eine Stunde habe ich nochmal ruhen lassen. Nach der Stunde wird dann die Folie entfernt, nochmal bemehlt, wer möchte. Das dient nur der Optik. Die Form wird dann auch bemehlt und dann kommt das Brot schon in die Form rein und dann müsst ihr das noch einschneiden. Einschneiden könnt ihr, wie ihr wollt. Ihr könnt einfach nur in der Mitte einen Strich machen, macht ein Muster rein. Ein ganz scharfes Messer. Ich hatte hier so eine Rasierklinge, also ein extra Brotmesser dafür. Und das zweite Brot habe ich auch gleich, während das andere gebacken hat, lag das hier dazu. Und hier könnt ihr auch das Brot rausnehmen und direkt das andere Brot in die heiße Form machen. Dann habt ihr ungefähr 10 bis 5 Minuten, also 5 bis 10 Minuten weniger Backzeit. So eine Stunde ungefähr habe ich das Brot das erste Mal gebacken und den hatte ich jetzt nur 55. Ohne Deckel dann auch nochmal, wenn euch die Farbe noch zu hell ist. Und das ist richtig leckeres Brot. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.